Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Ja, ihr habt es richtig erraten. Die Utensilien für das Ausflaschen von Orchideen stehen bereit. Bedeutet, wir werden wieder eine Orchidee aus der Flasche holen. Und zwar ist es diesmal etwas komplett anderes, als was wir bisher hatten. Bisher waren es ja Epiphyten. Jetzt ist es eine terrestrische Orchidee, und zwar eine Dipodium paludosum. Und diese Orchidee stammt ursprünglich aus Malaysia, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Sumatra, Borneo und den Philippinen, also aus Asien. Und das Verrückte ist, sie wächst dort eben in den Graslandschaften und Heidewäldern, und das in Höhen von 150 bis 1000 Metern. Das heißt, sie mag eine warme bis heiße Kultur, so ähnlich wie das eben bei der Phalaenopsis speciosa ist, aber es ist eine terrestrische Orchidee. Und das macht das Ganze besonders. In den letzten Videos hatte ich ja immer durchsichtige Töpfe genommen. Das ist jetzt genau falsch, weil die Wurzeln brauchen kein Licht. Terrestrische Orchideen können in dunkle Töpfe gepflanzt werden. Deswegen habe ich mir hier bei mir im Lager Orchideen korrekte kleine Töpfe geholt. Das sind so kleine 9x9er Töpfe, die nutze ich normalerweise für die Anzucht von kleinen Pflanzen. Deswegen sind da hier auch ein paar Erdekrümel drin, aber das macht nichts. Die stören die Pflanze nicht. Und was wir jetzt an und für sich machen müssen, ist, dass wir eben dafür sorgen, dass die Pflanzen jetzt hier herauskommen. Bedeutet, wir werden die Flasche knacken, so wie wir das in den letzten Videos gemacht haben. Ich hoffe, dass das genauso geschickt funktioniert. Diesmal keine Folie, sondern Papier. Und ich hoffe, das klappt. Ich denke, die andere Seite ist die bessere zum Knacken. Muss man immer gucken. Die Pflanzen selbst schauen ja echt super aus. Die haben schon gar keinen Platz mehr. Die platzen da oben oder stoßen gegen die Decke so langsam. Und so. Ihr habt es gesehen und gehört, die Flasche ist geknackt worden. Und ja, schöner Scherbenhaufen. Das Lustige ist an solchen Videos mit dem Ausflaschen, eigentlich darf da gar nichts falsch laufen, weil die kannst du nur einmal machen. So eine Flasche kannst du nur einmal knacken und dann musst du sagen, ja, ich habe da schon mal was vorbereitet und ja, das ist nicht so gelaufen vorher. Aber es hat ganz gut funktioniert, wie ihr seht. Man muss immer nur aufpassen auf die Glasscherben. So Glassplitter sind richtig fies. Deswegen ist auch die Balkontür zu, dass die Katzen nicht hier raus hüpfen können. Weil sie neugierig, so Katzen, die springen dann hier hoch und denken, oh schön, oh Katze. So. Deswegen, die Flasche bringen wir jetzt in Sicherheit. Diese Pflänzchen ziehen wir jetzt einfach hier raus. Schaut mal, wie super das gegangen ist. Und das hier räume ich jetzt erstmal zur Seite. Deswegen seht ihr mich jetzt aus der anderen Perspektive. Und jetzt schieben wir die Pflänzchen wieder hier rüber. Könnte ich theoretisch alles auch als Live-Sendung machen, wenn man es genau nimmt. Und dann habe ich natürlich wieder hier meinen Eimer mit lauwarmem Wasser. Hier habe ich meinen Eimer mit Sphagnummoos. Theoretisch wäre das jetzt auch eine Orchidee, die man in so Kokosfasern einpflanzen könnte. Mit einer Mischung mit ein bisschen Pinienrinde und so weiter. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir diesen Salat hier auseinanderrupfen, ohne dass die Pflanzen Schaden nehmen. Mir echt extrem gut verwachsen, wie man sieht. Und auch wahnsinnige Wurzeln, wahnsinnig große, lange Wurzeln. Und das Schöne ist, ich hoffe, man erkennt es auf der Kamera, aber es ist ja eigentlich 4K. Die Wurzeln sind behaart. Das ist eigentlich auch ein typisches Merkmal von terrestrischen Orchideen. Jetzt spülen wir das Ganze einfach ein bisschen vorsichtig ab, legen die ganzen Sachen auf die Seite. Zum Glück mit so lauwarmem Wasser. Wenn man das dann hier so ein bisschen plätschernderweise macht, geht das Agar-Agar sehr gut weg. Ja, ist wieder ins alte Agar-Agar gefallen. Und dann hat man da ganz viele kleine Pflänzchen. Und da das ja eine terrestrische Pflanze ist, die richtig exponiert wächst, also die steht freistehend in den Graslandschaften Asiens. Das heißt, die wächst dort auch richtig unter rauen Bedingungen. Bedeutet, man könnte sie theoretisch jetzt über die Sommermonate, oder was heißt theoretisch, praktisch eigentlich, über die Sommermonate draußen kultivieren. Dann standen die allerdings einige Zeit, viele Monate in der In-vitro-Kultur. Bedeutet, es sind diese rauen Bedingungen gar nicht mehr gewöhnt. Und da muss man eben entsprechend dafür sorgen, dass die Pflanzen
auch eine Gewöhnungsphase bekommen dürfen. Ja, das heißt, nicht sofort in die Sonne rausstellen. Ihr seht, das Laub ist sehr blass und hell. Das heißt, die sind nichts gewohnt. Ja. Am besten in einem schattigen Standort, wo es nicht kalt ist, wo es auch nicht zu heiß wird, dass sie schnell austrocknen. Und dann dürfte das eigentlich echt super gut funktionieren. Das ist jetzt einfach mal so meine spekulative Behauptung. Na, am besten wahrscheinlich mit dem Gartenschlauch abspritzen oder sauber spritzen wird auch gehen. Müsst ihr aber nur aufpassen. Die meisten Gartenschläuche sind direkt am kalten Wasser angeschlossen und das könnte dann für die empfindlichen Jungpflanzen etwas unangenehm sein. Krasse Monsterwurzel. Schaut euch das mal hier an. Fast 20 cm lange Wurzel oder wahrscheinlich ziemlich sicher 20 cm. Und teilweise tut es einem dann schon fast leid, wenn man die Pflänzchen voneinander trennen muss. Die sind jetzt monatelang zusammengewachsen, haben richtig Freundschaft geschlossen und jetzt muss man sie trennen. Aber die kommen ja am Ende wieder in Nachbarschaft. So. Unter dem Video der letzten Entflaschung wurde ja kommentiert, dass keine Pflanze weggeschmissen werden würde. Sehe ich anders. Einfach aus dem Grund, man muss nicht jeden kleinen Krümel versuchen zu kultivieren. Das macht einfach gar keinen Sinn. Nicht aus wirtschaftlicher Sicht oder sowas, aber da ist das die Mühe nicht wert, ganz ehrlich. Boah, und schaut mal die an. Richtig lange Wurzeln. Wahnsinn. So, das, was jetzt hier drin rumschwimmt, die Klumpen, die lasse ich drin. Ach, Heuschnupfen. Habt ihr das Problem auch? Echt schlimm. So. Und dann mache ich das gleiche Spiel wie in den letzten Videos auch. Oder ist noch ein bisschen Moos dran. Haben wenigstens bei dem Wetter ein bisschen Badewasserspaß. Oh, aber lauwarmes Wasser, weiß ich nicht. Es kühlt nicht so. Jetzt könnte ich hier die kaputten Blätter abmachen, aber ich habe so ein bisschen Bedenken, dass ich vielleicht dann zu viel an der Pflanze abrupfe. Aber ich mache es jetzt einfach mal, zumindest das, was leicht geht. Und dann machen wir das gleiche Spiel. Sphagnummoos drum. Wie gesagt, man könnte auch anderes Substrat nehmen. Ich hatte mir sogar ehrlicherweise überlegt, ob ich das einfach in Blumenerde reinpflanze. Aber Blumenerde ist wahrscheinlich ein bisschen zu extrem, was die Nährstoffbilanz betrifft. Und deswegen dachte ich mir, das mache ich jetzt erstmal nicht. Und ja, da ist auch noch ein bisschen Acker. Ich habe jetzt überlegt, ich bin jetzt da gar nicht so penibel, dass ich die jetzt so wahnsinnig trennen möchte. Na, jetzt müssen wir mal kurz in die Kamera. So, und dann, ich dachte also, Blumenerde ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu extrem und das wollte ich dann nicht unbedingt machen. Ich habe mich dann für Sphagnummoos entschieden. Und ich glaube, das ist am Anfang auch ganz gut. Sphagnummoos funktioniert bei praktisch jeder Orchidee. Ich hätte es auch, da war ich auch kurz davor, das zu machen, die Pflanze in Kolomi einzupflanzen. Wäre auch gegangen. Allerdings, ich kenne diese Orchidee so noch nicht in der ganzjährigen Kultur. Das ist jetzt so der erste Versuch mit dieser Orchidee. Und deswegen habe ich gedacht, bevor ich mich da jetzt an etwas wage, wo ich jetzt nicht ganz so kontrollieren kann, wobei Kolomi ja schon kontrollierbar ist, aber Sphagnummoos ist einfach simpel. Ja? Das ist halt einfach Sphagnummoos. Das ist verrückt, aber das funktioniert bei Orchideen irre gut. So. Und dann topft man das ein. Hofft, dass die Töpfe jetzt nicht gleich wegfliegen. So. Der Vorteil bei Sphagnummoos ist, ihr seht, ich habe die ganzen Orchideen in den letzten Videos alle in diese Schale gepflanzt. Ihr nehmt die Pflanze oder ihr nehmt die Schale, macht einfach Wasser rein und das Sphagnummoos saugt relativ gleichmäßig das Wasser auf. Und das ist der Riesenvorteil an der Kultur. Und deswegen machen das auch die ganzen Gärtnereien in Asien, die Orchideen in diesen Importtöpfchen. Kennt ihr ja ab dem letzten Speciosa-Video gesehen, habe ich es euch ja gezeigt. Und Sphagnummoos funktioniert halt einfach mega gut. Zum Leidwesen des Sphagnummoos selbst, weil das stammt ja aus Hochmooren oder aus Mooren, da wächst ja das Sphagnummoos. Muss man auch dazu sagen, so ganz super duper ökologisch ist es jetzt nicht.
Jetzt mache ich mal 2 Pflanzen in einen Topf. Gucken wir mal, ob das dann funktioniert. Bei Jungpflanzen, die können sich immer relativ gut dran gewöhnen, an die Situation, dass sie zu zweit im Topf sind. Und ich bin echt gespannt, wie sie sich entwickeln. Also die Pflanze wird am Ende richtig groß. Die Blüten selbst sind wie bei vielen Orchideen nicht unbedingt ganz so riesig. Bloß so 4-5 Zentimeter. Aber die Pflanze selbst wird natürlich groß. So, das sind schon schöne große Pflanzen, was man hier sieht. Also einfach so drum wickeln. Muss man schon gucken, wie man die Wurzeln da unterkriegt. Also dass man da ein paar Wurzeln kaputt macht oder beschädigt. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Das ist jetzt eigentlich fast schon einpflanzen wie bei ganz normale Gartenpflanzen, wenn man so Sämlinge hat oder so. Vom Handling. Ich denke mal, die sind auch relativ hart im Nehmen. Also so Graslandschaften, das ist schon so ein raues Terrain. Wahnsinn, wie viele Pflanzen das sind. Ich habe gar nicht mehr so viele schwarze Töpfe. Oh, da ist noch Sphagnum-Moos dran. Weg. Sphagnum-Moos sage ich. Acker, Acker. Das muss weg. So, aber bei denen bin ich fast mehr gespannt drauf, wie die wachsen, wie jetzt bei den Phalaenopsis oder bei Wanda oder sonst wie. Es kommt ja noch eine Encyclia. Encyclia ist auch noch in der Flasche vorhanden. So. Es sind echt irre viele Pflanzen hier drin auf dem Tisch. Wahnsinn. Ich nehme jetzt erstmal bloß die stärksten. Und die kleinen topfe ich dann von mir aus auch in Orchideentöpfchen rein, in durchsichtigen. Als Vergleich vielleicht. So. Lasse ich das vielleicht so als Büschlein einfach mal testen. So. Bei Frauenschuhen, das sind ja auch terrestrische Orchideen, ist das übrigens auch eine super Sache, wenn man den Sphagnum-Moos einpflanzt. Jetzt ist das Sphagnum-Moos hier im unteren Bereich richtig nass. Das heißt, das sollte man vielleicht vorher schon noch ausdrücken ein bisschen, damit es nicht zu viel ist. Und jetzt seht ihr, das ist so eine monsterlange Wurzel. Die wickelt man dann halt erstmal hier vorsichtig außen rum. Man spürt schon, dass die so ein bisschen brüchiger sind. Also sind empfindlicher als so Phalaenopsis-Wurzeln. Jetzt habe ich da relativ viel Moos genommen. So, jetzt habe ich nur noch einen Platz für ein Töpfchen. Ja, Wahnsinn. So. Jetzt nehme ich auch das hier als Päckchen. Aber da ist noch ein bisschen Acker dran gewesen. Das spülen wir jetzt einfach weg. Das Sphagnum-Moos, weil ich schon gefragt worden bin, habe ich aus dem Profibetrieb von Orchideen Wichmann bekommen. Das heißt, das kriegt man nicht so einfach als Endkunde. Ich habe da extra angefragt, dass ich es kriege, weil ich weiß, dass es hat. Und für solche Videos und Experimente ist das halt einfach super duper praktisch. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Töpfchen noch. Das geht. Und wie viele Pflanzen habe ich hier? Oh, die sind ein bisschen komisch gewachsen, die sind sogar hoch geschossen. Ich habe hier ein Pflänzchen, 2 Pflänzchen, 3 Pflänzchen, ja, so ein Büschelpflänzchen, 4, 5. Da ist noch ein bisschen Agar-Agar dran. 6. Ich sortiere schon, seht ihr schon. Also sowas, so ein Zellhaufen oder sowas, ganz ehrlich, das braucht ihr nicht vermehren. Meine Meinung, aber kann natürlich jeder selbst machen mit den Flaschen. So, das kann jeder selbst machen, wie er es denkt. So, da muss ich mir halt eine andere Kiste noch besorgen. Bevor ich hier das Wasser raus verteile, fülle ich hier noch ein bisschen Sphagnum-Moos rein. Ich habe unter dem letzten Video, habe ich euch einen Link geteilt von chilenischem Sphagnum-Moos, wo ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass das ähnliche bis gleiche Qualität hat. Früher hieß es immer, das neuseeländische sei die
Qualität, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht ist es auch vom Markt genommen worden. So. Aber ihr seht, es geht relativ fix, so eine Flasche auszuflaschen. Ich mache das auch immer mit Absicht in der Originallänge von dem Video. Und das kann ich den Krümel nehmen. So. So, jetzt habe ich noch 4 Töpfchen übrig und wahnsinnig viele Pflanzen hier noch. Vielleicht muss ich die doch zusammenpflanzen jetzt. Es sind nur noch so kleine Krümelbüschelchen, Pflänzchen. Klar kann daraus immer noch eine große Pflanze werden, eine einzelne große Pflanze. Aber ich denke, ich topfe die jetzt einfach mal zusammen. Und das sind dann die, die halt zeigen müssen, dass sie es auch schaffen können. Anders wird es nicht funktionieren. Wir werden sehen bei den Orchideen, wie es funktioniert oder nicht funktioniert. So, ein Töpfchen noch. Ein Töpfchen. Habe ich aber gesagt, ich kann auch die Orchideentöpfchen nehmen, dann nehmen wir das halt. Die sind auch ein bisschen kleiner, das heißt, braucht man weniger Sphagnumos. Also hier ist so ein super duper Krümel. Gucken wir mal, was aus dem wird. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. So. So. Ganz schöne Sauerei hier. So. Ach ja, ihr Krümelchen. So. Machen wir mal 3. Ah, nee, das ist schon so ein Haufen. Die anderen schauen schon gar nicht mehr so gut aus. Na. So langsam müsste ich meinen Kanal in Orchideenwahnsinn umbetiteln. So, und last but not least, die letzten Krümel. Na, der ist nicht mehr qualitativ okay, wird wahrscheinlich nicht mehr überleben. Kommt noch das letzte Töpfchen. Und dann haben wir auch schon das nächste Umtopf-Video überstanden. So, meine Freunde, so schaut's aus. Das Töpfchen kommt weg. Die Sauerei noch wegmachen, rein optisch. Alles unter den Teppich kehren und das war's dann schon. Ihr seht, ist das nicht eine tolle Sache? So eine Orchidee. Ich zeige euch noch, na, das ist das Glas. Ihr seht das Bild am Start vom Video, wie die Blüte dann ausschauen wird. Und das ist die erste terrestrische Orchidee, die ich jetzt dieses Jahr auf diesem Kanal ausgeflasht habe. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es hier in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter. Es wird weitere Videos geben. 19 Minuten sind vorbei. Bis dahin und tschüss.